Herzlich willkommen zu unserer Pure Morning Session, die du natürlich auch machen kannst, wenn es nicht gerade morgens ist wie heute früh. Und mein Name ist Swantje und ich freue mich, dich heute in etwa 30 Minuten sanftes Landen in deinem Tag mitzunehmen und einfach so einen Moment für dich wieder durch ein bisschen Bewegung, durch den Atem, durch in die Stille gehen, auch bei dir selbst ankommen und festzustellen, was ist heute eigentlich bei dir los, was ist da gerade aktuell. Und wenn du da eine Resonanz spürst und dich das stimmig für dich anfühlt, dann lade ich dich dazu ein, heute diesen Fokus des Themas von Balance, von Gleichgewicht zu nehmen. Und das ist immer wichtig, das ist immer etwas, was unserem gesamten System gut tut, wenn es im Balance ist, wenn da ein Gleichgewicht ist zwischen den verschiedenen Gegensätzlichkeiten. Und für mich ist es aber tatsächlich so, gerade in diesen Zeiten, in denen wir aktuell leben, wo im Außen gefühlt die ganze Welt aus den Fugen geraten ist und absolut kein Gleichgewicht da ist zwischen den Gegensätzen, sei es reich und arm oder Macht und Ohnmacht. Und da ist es für mich umso wichtiger, zumindest zu versuchen, in mir selber immer wieder Balance, immer wieder Gleichgewicht herzustellen. Genau. Was du heute gut gebrauchen kannst, ist zum einen ein Block. Wenn du keinen Block hast, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann tut es auch ein dickes Buch, einfach als Unterlage. Und wir werden heute mit einem Mudra, einem Energiesiegel, einer Handgeste arbeiten, und das ist das Vishnu Mudra. Das Vishnu Mudra symbolisiert so ein bisschen Vishnus Muschelhorn, und dazu nimmst du dir deine rechte Hand und klappst den Zeigefinger und den Ringfinger zur Handinnenfläche ein, sodass du hier wie so ein Horn hast oder wie so ein bisschen dieses Hang-Loose-Zeichen vom Telefonieren. Und es geht einfach nur darum, dass du den Ringfinger und den Daumen frei hast, um gleich deine Nasenlöcher zu verschließen, abwechselnd. Du kannst genauso gut, wenn das mit den Fingern zur Handinnenfläche eingeklappt für deine Hand sich total blöd anfühlt, dann lässt du die ausgestreckt und bringst sie nachher hier auf den Punkt zwischen die Augenbrauen. Ist genauso fein. Darfst dir einfach nur merken, Ringfinger und Daumen sind die beiden Finger, die wir heute brauchen. Gut, und dann ruckel dich hier nochmal zurecht, zieh noch einmal das Muskelfleisch so ein bisschen nach hinten zurück, dass deine Sitzbeinhöcker sich gut auf deiner Unterlage erden können. Vielleicht setzt du dich auch leicht erhöht, sodass dein unterer Rücken richtig schön gerade bleibt, ohne Anstrengung. Und dann ziehe mit dem Einatmen noch einmal deine Schultern ganz weit zu deinen Ohren hoch und lass sie mit dem Ausatmen nach hinten unten gleiten. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Wenn du gerade ein wenig mehr Erdung und Stabilität gebrauchen kannst, dreh gerne die Handflächen nach unten. Wenn du ein bisschen mehr Energie aufnehmen oder abgeben möchtest, dann dreh die Handflächen gerne nach oben. Du kannst auch Daumen und Zeigefinger zusammenbringen ins Gyan oder Chin Mudra. Und falls du es noch nicht getan hast und sich das heute für dich stimmig und gut anfühlt, dann schließ hier gerne sanft deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und um wirklich zu landen, um wirklich anzukommen in dieser kurzen Session für dich zum Einchecken mit dir selbst, lass uns 3 tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Atme dazu tief ein durch deine Nase, füll Bauch und Brustkorb mit neuer Luft. Halte kurz am höchsten Punkt und atme lösend aus über deinen geöffneten Mund. Gern mit Geräusch, mit Klang. Tief ein durch deine Nase. Kurzes Halten. Atme lösend aus. Letztes Mal tief ein durch deine Nase. Saug noch ein wenig mehr Luft ein und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier am höchsten Punkt deines Einatems in dieser Atempause, dieser Weite, dieser Leere, diesem Kumbhaka. Erlaub deinem Körper weich zu werden, während du den Atem hältst. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Lass dich noch einmal richtig sinken, lass dich landen in deinem Sitz,
in deinem Körper, in deinem Nervensystem. Und lass deinen Atem für den Moment seinen ganz natürlichen Rhythmus finden. Sanft ein und aus durch deine Nase. Und jedem Ausatmen schau einmal, wo kannst du gerade noch ein wenig schwerer werden, noch ein wenig mehr Richtung Erde sinken. Wo können sich Muskeln, Faszien, Bindegewebe noch ein wenig mehr lösen? Da darf Raum zwischen deinen Lippen entstehen, sodass sich deine Zunge in deinem Gaumen ganz weich ausbreiten kann. Und auch der Punkt hinter deiner Stirn zwischen deinen Augenbrauen darf ein wenig schmelzen, weicher werden. Dann nimm einmal wahr, wie du heute hier bist. Was kannst du spüren? Was macht sich bemerkbar in diesen Momenten, diesen ersten, in denen du mehr und mehr bei dir ankommst, mehr und mehr deine Aufmerksamkeit nach innen lenkst? Nimm auch einmal wahr, wie dein Atem heute fließt, wie er dich heute bewegt. Und dann lass deinen Ein- und Atem bewusster werden, Ein- und Ausatmen. Lass ihn mit dem Einatmen tief in deinen Bauch sinken, deine Bauchdecke auswölben. Mit dem Ausatmen fällt Bauchdecke und Nabel Richtung Körpermitte zurück. Ein und aus. Tiefe Atemzüge in deinen Bauch. Gerne in Ujjayi, im Meeresrauschen atmen, wenn das dir vertraut ist. Ansonsten verlinke ich da im Nachhinein auch nochmal das Video zu in der Aufzeichnung. Atme noch einmal tief ein, lösend aus. Und ich zähle uns durch unseren Wechselatem, durch unser Anulom Vilom gleich durch. Du kannst die Augen geschlossen halten und meiner Stimme folgen. Lass deine linke Hand ganz entspannt auf deinem Oberschenkel liegen und bring deine rechte Hand so, dass du Ringfinger und Daumen frei hast. Bring deine rechte Hand schon mal in die Nähe deiner Nase, ohne noch irgendetwas zu verschließen. Atme noch einmal tief durch die Nase ein. Lösen durch deinen Mund aus. Und dann bring deinen Daumen auf dein rechtes Nasenloch. Verschließ rechts. Atme ein links. 2, 3, 4. Verschließ mit dem Ringfinger. Atme aus rechts. 2, 3, 4. Ein rechts. 2, 3, 4. Aus links. 2, 3, 4. Ein links. Aus rechts. Ein rechts. Aus links. Ein links. Aus rechts. Ein rechts. Aus links. Ein links. Aus rechts. Ein rechts. Aus links. Ein links. Aus rechts.
Ein rechts, aus links. Entspann Kiefer und Stirn dabei und die Schultern. Ein links, aus rechts. Ein rechts, aus links. Ein links, aus rechts. Lass auch Beckenboden und Bauch weich werden. Ein rechts, aus links. Ein links, aus rechts. Ein rechts, und aus links. Lass die rechte Hand in deinen Schoß sinken. Schließ gerne die Augen oder Blick weich Richtung Erde. Spür nach, nimm wahr. Diesen ausgleichenden, ausbalancierenden Atem, Anulom Vilom, die Wechselatmung. Und schau, was du spüren kannst in deinem System, in deinem Körper. Wie fühlt sich das an? Nimm mal wahr, wie dein Herzschlag ist, wie dein Atem jetzt geht, wenn du die Kontrolle wieder abgegeben hast. Welche Körperempfindungen sind da? Wie fühlt sich deine Energie an? Ist da vielleicht ein Gefühl von mehr Ruhe, von einer Schwere, einer angenehmen, vielleicht auch etwas ganz anderes? Wie aktiv oder ruhig ist dein Geist in diesem Moment? Wie fühlst du dich emotional? Ist da ein Gefühl, das im Vordergrund spürbar für dich ist? Nimm all das wahr, ganz ohne zu bewerten, rein beobachtend. Dann atme tief ein. Ganz lösend aus. Bring deine Hände rechts und links neben dich in die Erde und einatmend. Heb die Arme weit über die Seiten. Großer Kreis, bis sich deine Hände über deinem Kopf treffen. Und ausatmen, zieh die Daumen, deine Körpervorderseite runter bis vor dein Herz. Einatmen, heb die Arme weit über die Seiten, streck dich, vielleicht fällt auch dein Kopf leicht in den Nacken, dein Blick Richtung Decke. Und ausatmen, lass die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra, diese Gebetshaltung sinken. Einatmen, heb die Arme über die Seiten, streck dich. Und ausatmen, lass die Daumenspitzen mal ganz zärtlich über deine Stirn, deine Nase, Lippen, Kinn, Hals, Schlüsselbeine bis vor dein Herz ziehen. Schieb dein Brustbein noch einmal gegen deine Daumen, schaff Länge in deiner Wirbelsäule. Spür deinen Herzschlag gegen deine Daumen, deine eigene Lebendigkeit. Und dann nimm dir hier noch einmal deine Intention, deinen Fokus für deinen Tag heute, vielleicht auch für deine Woche. Und für mich ist es heute dieses Thema von Balance, von Gleichgewicht in mir selbst. Vielleicht hast du ein anderes Thema, dann ist auch das herzlich willkommen. Und dann atme noch einmal tief ein, füll deinen Herzraum, deine Intention, deinen Fokus mit Leben, mit Luft, mit Prana. Und ausatmend durch deinen Mund. Löse, bring die Hände ineinander, falte sie ineinander, öffne vielleicht die Augen, einatmen. Heb die Hände über vorne Richtung Decke, Handflächen zur Decke. Und ausatmend, lehn dich nach rechts mit Länge in der Seite. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen, lehn dich nach links. Einatmen zur Mitte.
Ausatmen, löst die Hände, dreh dich auf nach rechts. Die linke Hand an die Außenseite vom rechten Knie, rechte Hand hinter dich. Einatmen, dreh dich wieder zur Mitte, nimm die Arme mit Handflächen zueinander. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, komm zur Mitte, heb die Arme. Und ausatmen, beug an den Ellenbogen, zieh die Schulterblätter zusammen, schieb deinen Brustkorb, dein Herz nach vorne. Einatmen, Finger strecken wieder Richtung Decke, Handflächen zueinander. Ausatmen, falte die Hände ineinander und schau Richtung Bauchnabel. Schieb deinen Kopf zwischen deine Oberarme, streck mir deine Hände entgegen. Einatmen, greif deine Hände im unteren Rücken ineinander und zieh die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz, Anjali Mudra. Noch 2 Runden so. Einatmen, verschränk die Finger, schieb die Hände über unten nach oben, streck dich. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen nach links, gerne in Ujjayi, Meeresrauschenatmen. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, löst die Finger, dreh dich nach rechts auf. Einatmen, dreh dich wieder zur Mitte, heb die Arme. Und ausatmen, Drehung nach links. Bleib gerade in der Wirbelsäule. Einatmen, heb die Arme über vorne. Ausatmen, beug die Ellenbogen, vielleicht zieh die Handflächen zu den Seiten, öffne. Einatmen, schieb die Finger Richtung Decke, streck dich. Ausatmen, falte die Hände ineinander, schau zum Bauchnabel, Kinn zum Brustkorb, streck dich in der Länge nach vorne. Einatmen, falte die Hände hinterm unteren Rücken zusammen, zieh die Schulterblätter zusammen. Und ausatmen, Hände schließen vom Herz. Einatmen, Handflächen schieben wieder Richtung Erde, du streckst dich. Ausatmen, lehn dich nach rechts. Einatmen zur Mitte, aus nach links. Ein zur Mitte. Ausatmen, löst die Finger, dreh dich nach rechts auf. Rechte Hand stellt hinter dir auf. Einatmen, du kommst mit den Armen heben wieder zur Mitte, Länge. Ausatmen, Drehung nach links, rechte Hand aufs linke Knie. Einatmen, drehst wieder zur Mitte. Ausatmen, beugst die Ellenbogen, schiebst dein Herz nach vorne. Vielleicht schaust du auch zur Decke, öffnest. Einatmen, heb die Fingerspitzen. Ausatmen, Hände falten ineinander, schieb deinen Kopf zwischen die Oberarme, runde in der Wirbelsäule. Einatmen, Hände greifen hinterm unteren Rücken ineinander und du ziehst die Schulterblätter nach zusammen. Ausatmen, Hände schließen vom Herz. Spür kurz nach, lass die Hände sinken. Atme noch einmal tief ein. Und ausatmen, roll über deine Knie nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Nimm dir gleich eine Decke unter deine Knie, dass du ein bisschen Polsterung hast und hab auch deinen Block oder dein Buch in der Nähe. Und dann stülp hier einmal deine Zehen um. Lass deine Knie nah beieinander und setz dich auf deine Fersen zurück. Schau, dass auch der kleine Zeh mit auf die Reise kommt. Der haut bei mir immer gerne ab. Und wenn du merkst, das ist ganz, ganz unangenehm, es ist immer unangenehm, der Zehensitz, dann kannst du deinen Block oder dein Buch unter deine Knie bringen und wird es ein bisschen weniger intensiv oder aber du bleibst leicht nach vorne vorgelehnt. Und egal wo du bist, einatmen, roll die Schultern über vorne zu deinen Ohren, ausatmen, großer Kreis zurück. Ein über vorne und aus zurück. Super gut. Ein über vorne. Ausatmen zurück. Und dann bring deine Hände auf deine Schultern und zwar so, dass die Daumen hinten auf den Schulterblättern sind und deine 4 Finger sind hier vorne. Atme ein, bring die Ellbogen über unten nach vorne. Sie berühren sich vor deinem Gesicht fast und in so einem großen Kreis ausatmen zurück. Noch 2-mal so. Ein über vorne. Aus zurück. Ein über vorne. Ich sage immer dazu, es ist wie so kleine Hühnchenflügel, die sich drehen. Aus zurück. Und dann streck deine Arme. Einatmend über vorne, ganz viel Weite. Ausatmend, großer Kreis zurück. Noch 2-mal so. Ein über vorne. Aus zurück. Finde deinen Meeresrauschenatem. Ein über vorne. Aus zurück. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Ein über hinten mit großen Kreisen. Ausatmend über vorne.
Einatmen nach hinten. Aus über vorne. Und ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Wand. Du hast wahrscheinlich mehr Platz neben dir. Noch einmal ein über hinten. Aus nach vorne. Und dann bringst du wieder deine Hände auf deine Schultern. Diesmal einatmen über hinten nach oben und ausatmen vor deinem Gesicht nach unten Richtung Erde. Einatmen über hinten. Aus nach vorne. Noch einmal so ein über hinten. Aus nach vorne. Und dann lässt du deine Hände wieder sinken. Einatmen, Kreis über hinten zu den Schultern hoch. Ausatmen, du rundest nach unten vorne. Ein über hinten. Und aus nach unten. Und ich weiß, die Zehen machen sich bemerkbar. Und die Schienbeine ein über hinten. Aus nach unten. Sehr gut. Und dann lehn dich hier nach vorne. Bring einmal die Hände unter deine Schultern, die Fußrücken in die Erde und beginn einmal deine Fußrücken auszuklappen. Das kann richtig laut sein. Sehr, sehr gut. Und dann von hier, ich muss mal eben ein bisschen rutschen, aber du kannst wahrscheinlich da bleiben, wo du bist. Von hier bringst du deine Knie recht nah zueinander. Die Hände ein bisschen weiter nach vorne und ausatmen, legst dich einmal hier in ein Kinn zurück. Spürst einmal kurz nach, atmest nochmal tief ein, ganz lösend aus. Und dann mit dem Einatmen kommst du nach vorne und lässt hier einmal deine Hüfte sich nach vorne öffnen. Und ausatmen über die rechte Seite, rechte Hüfte kommt näher zur Erde, drehst du einen Kreis nach hinten wieder fast ins Kinn zurück. Einatmen, diesmal kommt die linke Hüfte näher zur Erde. Du rollst über vorne, öffnest die Körpervorderseite und ausatmen in einen Kreis wieder zurück ins Kind. Ein über vorne links. Bauch kommt Richtung Erde, die Hüfte rollt einmal durch und ausatmen nach hinten. Und das kann sein, dass es bei dir ganz anders aussieht als bei mir. Das ist völlig okay. Du gehst in deiner Intensität, so wie es sich für deinen Körper gut anfühlt. Und vielleicht bist du viel tiefer hier mit der Hüfte als ich. Vielleicht bist du auch weniger tief. Das ist super gut, so wie du das machst. Egal, wie es ausschaut. Und wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dann dreh hier einmal in die andere Richtung. Mit dem Einatmen kommst du nach vorn, öffnest Herz und Bauch und Hüftbeuger und ausatmend gehst wieder Richtung Kind. Immer im Kreis herum, ein über vorne, aus zurück. Noch 2 Runden hier. Deine Intensität, dein Atemrhythmus. Gut, und dann komm in einen Vierfüßlerstand, stülp einmal deine Zehen, unterschieb dein Gesäß Richtung Fersen und beginn deinen Po ganz langsam zu heben. Lass die Wirbelsäule lang. Stell dir vor, du willst dein Steißbein nach oben an die Decke schieben. Dein Rücken ganz gerade. Und dann beginn hier deinen herabschauenden Hund zu erkunden. Vielleicht hat dein Körper heute das Bedürfnis, hier deine Knie abwechselnd zu beugen und zu strecken, sodass du deinen Hund ausläufst. Vielleicht ist auch die Stille heute angenehm am Hund. Ganz egal, wo du bist. Atme. Nutz deinen Atem, dich hier durchzutragen. Press richtig gut in deine Hände, alle Fingerglieder, die Fingerkuppen und die Handfläche ist fest in der Matte verankert. Mittelfinger zeigen nach vorne. Und während du hier deine Hände ganz fest in der Matte hast, ohne sie zu bewegen, versuch nochmal die Ellenbogen ein wenig mehr Richtung Erde zu drehen, sodass der Raum zwischen deinen Schulterblättern entstehen kann. Atme hier noch einmal tief ein. Lösend aus. Und dann ganz kleine Schritte. Wander von hier mit deinen Füßen nach vorne zwischen deine Hände. Komm in eine Vorwärtsbeuge. Und wenn du dort angekommen bist, atme einmal ein, heb deinen Blick, heb dich in eine halbe Vorwärtsbeuge. Bleib hier für den Ausatmen. Zieh nochmal Steißbein und Scheitelkrone auseinander. Schulterblätter zusammen. Atme ein. Ausatmen, lass dich nochmal nach unten fließen. Weiche Knie, Bauch und Oberschenkel wollen zusammenkommen. Beug die Knie so doll, dass es möglich wird.
Atme nochmal ein. Und diesmal ausatmen, lass die Fingerspitzen zur Erde kommen und bring einmal deine Füße mattenweit, sodass die großen Zehen von deiner Matte runterfallen. Ich drehe mich einmal, damit du es besser siehst. Atme ein und ausatmen, beug die Knie nach rechts und links weg, setz dich hier in eine Hocke. Wenn du merkst, das fühlt sich doof an, du hast deinen Block oder dein Buch und kannst dich darauf setzen. Bring einmal die Ellenbogen in die Innenseiten deiner Knie, die Knie in die Außenseiten deiner Oberarme oder Ellenbogen. Unterarme parallel zur Erde. Und dann länge hier nochmal deine Wirbelsäule. Ein paar Momente hier, nochmal weit in den Hüften schaffend. Und wenn du merkst, du bist rund im Rücken, versuch deinen Po ein wenig höher zu heben. Das sorgt für Länge im Rücken. Du kannst gerne, während du hier bist, so ein bisschen von Seite zu Seite dich bewegen. Löse auf jeden Fall noch einmal deinen Kiefer und die Stirn. Lass dein Seufzen, was kommen möchte. Und entspann auch deinen Bauch und deinen Beckenboden. Lass den Bereich der Schließmuskeln tief, tief an der Basis deiner Wirbelsäule ganz weich werden, sich Richtung Erde hin öffnen. Spür nach. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen, löst deine Hände, bring sie einmal hinter dich, sodass du dich auf deinen Po zurücksetzen kannst. Falte dir gern wieder deine Decke oder dein Kissen. Nimm dir das unter deinen Po, sodass du hier wieder einen gemütlichen Sitz finden kannst. Im Schneidersitz, in der einfachen Haltung Sukhasana oder auch im Fersensitz. Und dann lass uns zum Abschluss noch einmal wieder einchecken, noch einmal wieder landen. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln, ruckel dich zurecht. Vielleicht bringst du, wenn du am Anfang die Hände mit den Handflächen nach unten hattest und jetzt das Gefühl hast, okay, du hast wieder ein wenig Erdung, ein wenig Stabilität gefunden. Vielleicht bringst du die Handflächen nach oben. Vielleicht bringst du die Hände in ein bestimmtes Mudra, in eine Geste, in ein Energiesiegel. Aber alles nur ein Kann, nichts ein Muss. Und wenn es für dich angenehm ist, dann schließ hier wieder sanft deine Augen. Atme tief ein, ganz lösend aus. Noch einmal so tief ein. Lösend aus. Tief, tief ein. Ganz lösend aus. Und dann lass den Atem so kommen und gehen, wie er ganz natürlich kommt und geht. Sanft durch deine Nase einströmen, durch deine Nase dich wieder verlassen. Selbstverständlich, wenn du gerade erkältet bist und Schnupfen hast, dann auch durch den Mund. Und lass dich mit jedem Ausatmen, der kommt, wieder mehr und mehr Richtung Erde sinken, mehr und mehr dich über die Auflagepunkte deines Körpers, die Kontakt zur Erde haben, in diese hineinsinken, als würdest du Wurzeln ausbilden nach unten, die dich stabilisieren, die dir Halt geben, während deine Wirbelsäule gerade und aufrecht Richtung Decke zieht mit deiner Scheitelkrone als höchstem Punkt. Und du auch zwischen diesen beiden Gegensätzen, dem stabilen Festen der Erde und dem luftigen, leichten, beweglichen des Luftelements aufgespannt, im Gleichgewicht dazwischen, die Verbindung schaffend. Und für die nächsten Momente in Stille komm mit deinem Fokus bei deinem Atem an und folge diesem ganz natürlichen, gleichmäßigen Rhythmus des Ein- und Ausatmens, diesem immer wiederkehrenden Muster. Und wenn deine Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann ist das völlig normal. Und sobald du das bemerkst, was übrigens das
Wichtigste mit ist, dass es dir überhaupt auffällt und ein riesengroßes Erfolgserlebnis sein kann, dass dir das auffällt und bewusst wird. Sobald du merkst, dass deine Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann bring dich mit deinem Fokus wieder zu deinem Atem zurück. Für die nächsten 2, 3 Minuten in Stille. Ganz langsam komm wieder zurück. Atme tief ein. Lösend aus. Bring deine Hände in einer Geste der Dankbarkeit für dich vor deinem Herzen zusammen. Vielleicht auch beide Hände aufeinander auf deinen Herzraum. Spür noch einmal kurz nach. Spür deinen Herzschlag, die Bewegung deines Brustkorbs beim Atmen. Nimm dir wirklich diesen Moment Dankbarkeit für dich, für diese Praxis, dafür, dass du dir diesen Raum und diese Zeit genommen hast, mehr wieder bei dir zu landen, zu spüren, zu atmen, sanfte Bewegungen durch deinen Körper fließen zu lassen und entstehen zu lassen. Und vielleicht auch ein wenig mehr Gleichgewicht, mehr Balance innerlich wiedergefunden zu haben. Vielleicht auch nicht nur innerlich, sondern auch in deinem Körper. Vielleicht war eine Körperseite vorher verspannter oder hat sich bemerkbar gemacht gehabt. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch in unserem Alltag immer wieder uns Raum und Zeit nehmen, kurz einzuchecken, zu schauen, wo ist gerade etwas nicht im Gleichgewicht, nicht in Balance in uns. Wo ist es vielleicht auch in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen, zu unserer Umwelt wichtig, dass wir da wieder Gleichgewichte herstellen, wenn etwas in ein Ungleichgewicht geraten ist. Und das können wir im Kleinen beginnen bei uns, bei unserem näheren Umfeld, in der Hoffnung, dass sich dies auch ins große Ganze fortsetzt. Und dass auch dort irgendwann wieder mehr Balance, mehr Gleichgewicht entsteht. Dann atme hier nochmal tief, tief ein. Ganz lösen, seufzend aus.
blinzel deine Augen gerne auf, orientiere dich in deinem Raum, dort wo du bist. Vielleicht schaust du noch mal aus dem Fenster in die Natur raus. Und ich danke dir, dass du heute mit mir geübt hast. Es ist mir eine Freude, das mit dir teilen zu können hier online. Es ist so schön, was uns diese digitalen Medien auch als Optionen, als Möglichkeiten bieten für Verbindung untereinander, wenn wir nicht live und in Farbe zusammen üben können. Und ich freue mich sehr, wenn du meinem Kanal folgst oder wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt und auch gerne deinen Kommentar, wie diese Praxis für dich war. Ich bin da mal ganz gespannt, wie das bei euch landet, was ihr da für euch raus mitnehmt und was ihr spüren konntet oder nicht spüren konntet. Deswegen freue ich mich sehr über euer Feedback und eure Fragen. Und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und alles Liebe für dich. Danke.